Liebe Freunde des Golfsports, willkommen zur dritten Ausgabe von Golf mit Gottschalk. Ich freue mich sehr über das großartige Echo und die vielen Anregungen. Vielen Dank. Bei mir im schönen Kalifornien scheint das ganze Jahr die Sonne, ein Golfparadies. Was aber machen im Herbst, bei Sturm und Regen? Ich war nach 15 Jahren mal wieder in einer Indoor-Golfanlage und kann euch sagen, da hat sich richtig viel verändert. Film ab! Ja, hallo, wir sind hier in München bei 70s Golf und München ist natürlich jetzt arschkalt, also können wir leider nicht draußen spielen, aber wir sind hier beim Simulator und ich bin hier mit Eck, ist der Geschäftsführer und ja, ich habe jetzt gedacht, wir spielen mal ein Loch hier. Die haben leider nicht meine Heimatstadt San Diego, aber ich glaube, wir machen dann Pebble Beach. Absolut, ja. Haben wir den? Ja. Und wir machen so einen kleinen Challenge, wer den besten Score hat. Ja, schau mal, wer gewinnt. Er hat einen kaputten Rücken, ich habe ein kaputtes Knie, also müsste fair sein. Ja, hallo auch von meiner Seite. Da gehen wir doch mal auf Pebble Beach. Also hätten wir noch deutlich mehr Plätze, deinen Heimatplatz ja leider nicht. Ja. Aber Pebble Beach ist immer mal ein Besuch wert auf alle Fälle. Möchtest du die 1 oder die 10? Lass uns die 1 machen, ja. Dann gehen wir auf die 1. Aber hast du schon mal Indoor-Golf gespielt? Ich war einmal in Arizona beim Topgolf. Das ist was ganz Tolles und die machen jetzt sogar zwei Locations in San Diego, was der Hammer wird. Ich glaube, die haben da auch kein Problem, das zu besetzen. Und ich meine, du siehst ja jetzt auch hier in Oberhausen. Ja. Oberhausen gibt es auch als Topgolf. Ist auch in Topgolf. Ja, also. Ich war leider noch nicht da, aber ich bin gespannt. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal da, dass ich auch vorbeischaue. Ja. Okay, lass uns dann. Ich glaube, du hast die Ehre. Ja, ich habe die Ehre. Okay. Genau. Okay. Du hast jetzt 208 in die Ecke. Bis zum Bunker da, ja genau. Ich glaube, da mache ich. Auch Hybrid? Auch Hybrid, ja. Zeig mal, was so geht. Genau, also ich habe einen Hybrid hier genommen. Ich sehe, dass der Nick die gleiche Wahl gemacht hat. Oh ja. Der war gerade, aber hoch. Ja. Oh ja. Go. Geht noch ein Stück. Aber den Winkel hast du. Den Winkel ins Grüne hast du. Okay, hast du schon mal gespielt, die 1? Bei Pebble? Also auf dem Simulator? Bei dir meine ich. Ja. Das schon. In echt leider noch nicht, aber mal gucken. Schön. Turn. Der ist kurz genug. Sehr schön. Wie ist es im Simulator, wenn man im Rough schlägt? Ist das ziemlich ähnlich? Nimmt das auf? Oder kommt der dann gut? Also man weiß es ja nie, aber kommt der dann normalerweise ziemlich gut aus dem Rough raus? Oder? Ja, das schon. Oh, der Chunk. Go! Ja, der war gechunkt, ja. Schauen wir mal. Du bist ja auch im Rough ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen. Der wird auch ein bisschen faden, aber schauen wir mal. Schön. Der kennt sich aus, ja. Ein Vorteil. Schöner Schlag, ja. Okay, jetzt muss ich bauen was Gutes hier. Ja, ist immer was anderes, wenn man bis im Simulator die Distanzen sieht oder so, im Gegensatz zum... Es ist definitiv anders, ja. Fast. Bleib liegen. Okay. Okay, die Grüns sind schnell, ja. Dein erstes Loch, es ist anders als draußen, du merkst es. Aber man gewöhnt sich dran. Ja, du kommst rein, ja. Ja, ist doch eine Gewöhnungssache. Deshalb Putten ist auch total anders, gell? Ja. Absolut. Ja, das hast du gar nicht.
Das ist jetzt Autopad. Genau, das war meine Frage. Okay, da habe ich einen Bogey. Was? Okay, cool. Dein erstes Loch? Ja, das war toll. Ja, danke. Also das ist ja jetzt ein Putt-View-System, das wir auch in der Anlage haben. Die Möglichkeiten, die du hast, sind halt wirklich super vielfältig. Du kannst halt sagen, du möchtest Spiele spielen, du möchtest professionell was trainieren oder du hast auch so Practice-Modus, also wo du dann wirklich halt sagen kannst, du kannst auf einen Amateur draufstellen und sagst zum Beispiel, okay, so ein Leiter-Drill, zum Beispiel auf Loch 2. Dann hast du halt jetzt hier die verschiedenen Putts, siehst du dann auch auf der... Wo du alleine bist. Genau, und dann hast du halt einfach den Putt und wenn du triffst, geht es einfach weiter. Wahnsinn. Das, was halt ein sehr spannender Faktor ist halt dieses professionelle Training, wo du halt schauen kannst, entweder trainierst du einen Break-Putt wiederholend oder du kannst für dich auch rausfinden, was bist du für ein Putter-Typ. Magst du mal ein paar Putts machen? Ja, genau. Lass mal. Sehr gerne. Dann stelle ich es dir einfach mal so ein. Genau. Und, Genau, man sieht jetzt dann auch man sieht ja auch dann, wie der Ball sieht dann auch die Linie da, an dem er du kannst jetzt hier zum Beispiel sagen, ich mache dir mach dir das halt gefühlt auf deine... Oder, genau, genau, so wie es war, aber glaube ich ganz gut, ja. genau. Was sind jetzt diese Linien da? Einfach nur... Das sind die Breaks, also das sind die Konturlinien. Das Du siehst jetzt auch hier zum Beispiel die Slope Direction, du siehst halt, dass das abfallend ist. cool. Um da was so ein bisschen Gefühl für zu geben. Ja. Ja. Ja, deswegen jetzt, ja. Aber viel bessere Start. Ja. Wie bist du dazu gekommen, hier so eine Anlage aufzubauen? Ich meine, ich weiß, du zu sein. Ja, ich weiß, du bist ja im Pro, habe ich gehört, hast du mir vorher gesagt, aber wie bist du dazu gekommen, jetzt das Simulator-Business anzufangen? Also die Idee war schon länger in meinem Kopf und durch meine Tätigkeit bei Trackman habe ich halt vor allem gesehen, wie sich der Markt entwickelt und Skandinavien ist gerade ein Riesenboom, also da geht es wirklich durch die Decke, wenn du nach Asien schaust, Südkorea, Korea zum Beispiel. Ja. Die haben mehr Indoor-Golfer als Outdoor-Golfer in Korea. Also das ist komplett crazy, einfach unvorstellbar hier. Und habe das so ein bisschen gesehen. Dann habe ich die Urbanität gesehen einfach. Die Leute haben teilweise keine Autos mehr, haben keine Führerscheine mehr. Das heißt, alles, was eigentlich nachkommt an Leuten, ist vielleicht gar nicht mehr in der Lage oder nur sehr selten in der Lage, auf dem Golfplatz rauszufahren. Natürlich ist draußen Spielen mit niemals durch das hier drin ersetzt werden. Klar, also eine Runde, eine Sundowner zu spielen, eine Early Bird zu machen, einen Sonnenaufgang, eine Runde Golf zu spielen, hey, will ich gar nicht gegen ankleppen. Klar, das haben wir gar nicht, ja. Zu sagen, klar, habe natürlich die Alternative im Winter, aber halt auch dieses Thema Training, Thema Golf Experience auf eine andere Art und Weise. Das habe ich gemerkt, dass es angenommen wird. Ich habe dann auch durch meine Tätigkeit bei Trackman vielleicht bei dem einen oder anderen Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, hey, mach das doch anders. Ja. Viele haben sich halt nicht getraut und ich habe gesagt, okay, ich will es aber probieren und habe dann halt eben auch das Glück gehabt, dann die richtige Person zu treffen, die wirklich den Teil abdeckt, den ich nicht kann, die Gastronomie und Events, das kann ich gar nicht. Und da war halt dann eben das Schöne, da jemanden getroffen zu haben, den Alex, der das halt dann eben weiß, wie das läuft. Und so habe ich halt meine Expertise im Golfbereich und er hat sie im Gastro- und Eventbereich. Und das war dann für mich eigentlich der Punkt zu sagen, okay, dann probieren wir das jetzt und dann machen wir das. Und dann machen wir es auch richtig. Ich habe hier Feedback, ich kann ihn mit richtigen Bällen spüren, ich kann cool trainieren, ich kann meine Fortschritte viel besser tracken. Genau, ja, die Nummern so. Ich habe auch mein erstes Fitting gemacht, diese Stats und so, was Trackman angeht. Zum ersten Mal habe ich ein Driver-Fitting gemacht. Und zu sehen, wie der mir zeigt, wie der Spin-Rate ist und Carry. Und dann hat er mir meinen Besten gezeigt und er konnte sogar, ich habe im Wind gespielt und dann hat er das normalisiert und dann habe ich gesehen, ja, mein bester Schlag war, 150 Ballspeed und du hattest auch 155er vorhin, habe ich gesehen. Ja, okay. Erst sozusagen noch Schritte gemacht. Ja, aber das ist echt, diese Stats davon ist was ganz Neues und da geht auch der Trend hin. Das mit den Trackman hier zu haben, ist echt was richtig Cooles. Also das
das ist auf alle Fälle, bist du auf dem Trend da, muss ich sagen. Ja, Ja, ich denke auch. Und das Thema ist ja auch, ich meine, wenn du laufen gehst, das Erste, was du machst, ist, du machst dein Tracking-Armband an oder deine Handy-App an. Genau. Weil auch wenn du nur einmal läufst, du willst wissen, wie weit bin ich gelaufen, Schritte, ja. wie schnell bin ich gelaufen. Das wirst du sofort wissen. Ja. Und im Golfen ist es ja nichts anderes. Und du sagst es, du hast auf einmal gesehen, deine Spinrate, du hast die 150 Ja. Ballspeed gesehen. Ja. So, jetzt stehst du hier in München und hast auf einmal 155. Also heißt es ja für dich, hey, ich bin länger geworden, ich bin schneller geworden. Genau. Wie auch immer. Ja. Und das ist halt von Tag zu Tag kann sich das verändern, aber das halt über einen längeren Zeitraum dann zu tracken und nachvollziehen zu können, das geht halt nur, wenn du so ein Gerät hast. Also das funktioniert anders einfach nicht. Weil, ja, einen Tag hast du einen Wind von hinten, am anderen Tag hast du Wind von vorne und wunderst dich auf einmal auf der Range, warum bin ich länger, warum bin ich kürzer. Ja, genau. Ja. Oder du hast schlechte Bälle oder du hast, keine Ahnung, auf einmal 25 Grad weniger Temperatur, wodurch der Ball anders fliegt und all das kannst du hier drin halt vernachlässigen. Ja. Und es ist immer gleich, es ist immer nachvollziehbar. Und, das ist das Schöne und das Spannende daran. Genau, es gibt aber auch es bringt mich auch immer auf den Boden. Man denkt, auf dem Golfplatz, da rollt natürlich der Ball, aber wenn man den Drive hat, dann denkt man, boah, der war gut, 270 Yards, aber wenn man dann den Carry sieht, und dann sagt man so 240 Meter dann, oder 230, also oh Gott, ja, das ist alles, dann ist man mehr auf dem Boden dann. Ich habe ja meine Wette verloren, ja, wir haben ja Pebble Beach gespielt, das erste Loch, und da hast du mich abgezockt, also hast du gesagt, das ist ein perfektes Hybrid. Und ja, genau, was ist der Wetteinsatz? Was willst du denn machen? Also, ich hätte eine Idee und ich weiß ja, bei euch ist es ein bisschen wärmer als bei uns, deswegen muss es ja auch ein bisschen wehtun. Ich wäre dafür, dass du die ersten 9 Löcher mit einer 70s-Mütze spielst. Ja klar, das mache ich gerne, ja. Ja, das mache ich gerne, das wäre cool, ja. Dann Ja, hole ich die mal. ja. Die kriegst du natürlich auch von mir Danke, ja. geschenkt, als Toll. Erinnerung an deinen Besuch bei uns hier. Danke dir. Haben wir extra machen lassen. Ja, du, Nick, nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Deine Facility ist top-notch und ich wünsche dir viel Erfolg. Also ich glaube, du brauchst nicht viel Hilfe und das ist echt super hier. Also danke für alles und Danke, dass du Ja. vorbeigekommen bist. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. auf keinen Ruf mich Fall. an, wenn du wieder in München bist. Mach ich, ja. Und alles Gute und Erfolg mit deinem neuen Kanal, deinem neuen Projekt. Danke Ich dir. werde es auf alle Fälle abonnieren und mir anschauen. Danke dir. Danke Nick. Super. Was auch noch das Tolle war bei Indoor Golf mit Nick, da war noch so ein Putting Green, wo man die Linie jetzt richtig sehen konnte, wo der Ball hingehen soll und das Break von dem Putt, das war was ganz, ganz Besonderes. Und man konnte dann sogar auch noch ein Spiel machen, das war Beer Pong. Und ja, wenn ihr Beer Pong kennt in Amerika, das ist ein ganz tolles Spiel und wird man auch leider besoffen danach, aber macht richtig Spaß. Eine sportliche Zeit, euer Roman.